Es ist nun wirklich Herbst geworden, deswegen steht hier schon meine KitchenAid bereit und die Zutaten, die ihr für ein köstliches Kürbisbrot braucht. Also, ran mit der Teigpeitsche und schon haben wir hier das Mehl in der Schüssel, geben noch ein bisschen Salz hinzu und, was bei mir nicht fehlen darf, die selbst hergestellte Hefe. Wie das geht und wie ihr mit den Alternativen backt, findet ihr oben rechts unter dem i. Dann hier noch ein bisschen flüssigen Sauerteig, auch hier das Video oben rechts. So, und dann habe ich ein wenig Kürbismus vorbereitet. Wie das geht, habe ich mal in einem separaten Video gezeigt. Das verlinke ich euch selbstverständlich auch noch einmal. Das ist super einfach. Ich habe einfach einen Hokkaido-Kürbis genommen, den in kleine Stücke geschnitten, die Kerne auf gar keinen Fall wegschmeißen. Da könnt ihr einen richtig leckeren Snack draus zaubern und, dann einfach kurz im Backofen rösten, pürieren und das war's. Die Zutaten knete ich jetzt in der ersten Minute auf der Stufe 1 hier bei der KitchenAid. Bei der Kenwood Cooking Chef wäre es zum Beispiel auf der Stufe Min, also minimal mindestens und, das ungefähr für eine Minute. Erst dann schalte ich auf die nächsthöhere Stufe. Ihr könnt hier bei dem Brot selbstverständlich jegliches Mehl verwenden, was ihr möchtet. Ich hatte jetzt hier Weizenmehl. Ich weiß gar nicht, ob das ein 405er oder 550er war. Ihr könnt aber selbstverständlich auch ein 630er Dinkelmehl nehmen. Wer möchte, kann hier selbstverständlich auch noch mal ein bisschen Vollkornmehl hinzumischen. Dann achtet aber darauf, dass ihr noch ein bisschen mehr Flüssigkeit benötigt und dass ihr die noch entsprechend hinzugebt. Ich zeige euch gleich, wie die Teigkonsistenz sein muss, dann könnt ihr das so ein bisschen abschätzen. So, hier wird der Teig jetzt schön geschmeidig geknetet. So sieht das Ganze aus. Und ich bin immer wieder fasziniert davon, wie sauber die Schüssel hier bei dieser Maschine ist. Wahnsinn. Und was ich an dem Kürbisbrot so liebe, ist wirklich die Farbe. Also sogar jemand, der keinen Kürbis mag, sollte dieses Brot ausprobieren. Ich finde nicht, dass es diesen Kürbisgeschmack hat, aber einfach schön saftig und lecker ist. Den Teig gebe ich jetzt hier nochmal in eine Glasschüssel. Dann könnt ihr nämlich am besten beobachten, wie sich der Teig entwickelt. Wer keinen Sauerteig hat, den flüssigen, kann auch Wasser verwenden. Mit Sauerteig dauert es circa 3 bis 6 Stunden, bis er sich so verdoppelt hat. Ohne Sauerteig, nur mit der selbst hergestellten Hefe, circa 8 bis 10 Stunden. Achtet dabei darauf, dass die Zimmertemperatur schön warm ist, schön kuschelig. Das liebt ja Hefeteig. Und guckt mal, sehr schön geworden. Das Tolle an diesem Brot ist, es sieht sehr aufwendig aus. Es ist aber wirklich super einfach. Der Teig, den habe ich häufiger ausprobiert. Meistens hat er nicht geklebt, so wie hier. Dann könnt ihr einfach ohne Mehl den einfach mal kurz rund wirken. Sollte er ein wenig klebrig sein, könnt ihr selbstverständlich die Arbeitsfläche mit ein wenig Mehl bestäuben. Das zeige ich euch aber gleich. Wichtig ist jetzt das Rundschleifen so, dass unten der Schluss schön zu ist. Sollte der Teig ein bisschen klebriger sein, wie gesagt, ich habe das Brot einige Male für euch gebacken, dann ein wenig Mehl auf die Arbeitsfläche, dann auch noch mal von außen nach innen falten, so rund wirken und schon könnt ihr damit schön Spannung auf den Teig bringen, so dass er beim Backen später wundervoll aufgeht. Ich habe ihn dann erstmal mit der Hand hier unten noch so ein bisschen zugemacht. Wichtig ist beim Rundschleifen, dass unten kein Mehl ist, weil sonst platzt das Ganze beim Backen auf. Ich habe jetzt immer so circa 3 bis 4 Backschnüre genommen. Ich verlinke euch das Equipment genauso wie das Rezept unten in der Beschreibung. Da findet ihr das nochmal, falls es bei euch in der Gegend keine Backschnüre gibt. Bei uns musste ich auch erstmal ein bisschen gucken. Das war ein bisschen schwieriger. Manche ändern ja auch ihr Sortiment. Ich weiß, die Supermärkte hatten das früher, im Moment irgendwie nicht und dann habe ich es auch online bestellt. Und deswegen alles nochmal in der Beschreibung. Das Rezept kommt auch nochmal zum Schluss. Dann könnt ihr euch einen Screenshot davon machen. Also wirklich super einfach. Ich versuche das schön bequem hierfür zu euch zu machen. Und dann habe ich so gemacht, dass ich
die Hälfte der Schnüre auf der einen Seite und die auf der anderen Seite zusammengenommen habe und dann einfach so einen Knoten gefaltet habe. Ihr könnt auch jedes Band einzeln verknoten, wie ihr möchtet. Wichtig ist, dass ihr ein bisschen Luft lasst, denn das Brot geht ja noch auf und sonst würde es euch einfach zu stark einreißen. Also, ich habe das so gemacht. Hier ein Bändchen, ich habe das wirklich lang genug gemacht. Das sind locker 40 Zentimeter, würde ich sagen, also wirklich locker. Und dann die so zusammengelegt, dass die Mitte wirklich passt. Man könnte auch noch einen Knoten machen, dann hättet ihr unten aber auf dem Brot noch einen Knoten. Das wollte ich nicht. Und wie gesagt, je nach Geschmack 3 bis 4 Schnüre. Hier ist wieder das nächste Brot und dann die gegenüberliegenden Seiten immer nehmen. Wenn das mal auf der einen Seite zu wenig ist, dann einfach nochmal rüberziehen. Ist mir nämlich auch mal zwischendurch gegangen. Da habe ich gemerkt, huch, da war ich ein bisschen sparsam und dann kann man das so unten nochmal durchziehen. Ich hoffe, das könnt ihr erkennen. Und ich finde wirklich das so toll. Es gibt einige, die benetzen die Bänder nochmal eben mit Öl oder lassen es in Wasser eintauchen. Das habe ich gar nicht gemacht. Ich finde auch nicht, dass das nötig ist. Also die Schnur ist jetzt überhaupt nicht verbrannt oder ähnliches. Ich habe die sowohl in meinem Mini-Backofen als auch in dem herkömmlichen großen Backofen gebacken und überall war das gleiche Ergebnis. Also das ist schön backfest, das klappt auf jeden Fall. Und falls ihr noch mehr solcher Rezepte sehen wollt, wie man ganz einfach zu Hause Köstliches backen kann, dann abonniert gerne meinen Kanal kostenfrei, gebt mir einen Daumen hoch und teilt die Beiträge, damit auch andere sehen können, wie einfach und lecker man zu Hause backen kann. Den Teig lasse ich noch mal bis zu 60 Minuten schön ruhen. Ihr könnt es sehen, er ist von der Form schon sehr schön geworden. Mit meinem Mehlstreuer pudere ich dann ein wenig Mehl da drauf. Das bisschen, was dann auf dem Backpapier ist, ist nicht schlimm, das brennt dann nicht so. Manchmal hat man es ja, dass man Brote, die man sehr stark mit Mehl bestreut auf dem Backpapier, dass die dann später beim Anbacken verbrennen und dann riecht das sehr unangenehm und staubt auch so. Das habt ihr hier nicht, wenn ihr so ganz vorsichtig das macht. Ich verstreiche das dann nochmal mit der Hand und ich habe tatsächlich ja das häufiger gebacken und manchmal war es sehr schwierig, das hier so einzureißen. Das habe ich hier jetzt mit meinem Brotmesser gemacht. Für den Fall, dass das zu schwer für euch ist, lasst das Brot nochmal kurz im Kühlschrank für 30 bis 60 Minuten, dann ist das einfacher. Und nach der Backzeit könnt ihr dann einfach oben das Band ein bisschen hochziehen, mit der Schere abschneiden und dann hier das Band einfach abziehen. Unten eventuell noch ein bisschen zur einen oder anderen Seite rausziehen. Das klappt aber mit ein bisschen Übung. So, ganz einfach. Und schaut mal, wie schön die Form ist. Also, wir werden dieses Brot jetzt hier anschneiden und es genießen. Es ist schön knusprig und trotzdem schön fluffig geworden. Euch wünsche ich viel Spaß und hier sind noch weitere Rezepte für euch. Da sehen wir uns wieder und ich bin bald wieder zurück. Eure Emma.